Intuition versus Fakten. Wie Spiritualität und Wissenschaft zusammenfinden. Wie du deine innere Stimme ernst nimmst, ohne unkritisch zu werden. Stell dir vor, du triffst eine Entscheidung, bei der alle Fakten Nein schreien. Aber dein Bauch sagt, geh. War das gerade Intuition oder einfach nur Wunschdenken? In diesem Video schauen wir uns an, wie Spiritualität und Wissenschaft sich nicht widersprechen müssen, sondern sich gegenseitig schärfen können und was das mit Female Empowerment zu tun hat. Bleib dran, wenn du wissen willst, wie du deine Intuition nutzen kannst, ohne deine kritische Vernunft an der Garderobe abzugeben. Intuition und Female Empowerment. Wenn wir über Intuition sprechen, klingt das schnell esoterisch oder unwissenschaftlich. Gleichzeitig ist Intuition ein Kernmoment vieler Empowerment-Bewegungen, vor allem im weiblichen Kontext. Auf den eigenen Körper hören, die eigene Stimme ernst nehmen, Grenzen setzen, die nicht von außen, sondern von innen kommen. Zwei aktuelle Stränge laufen hier zusammen. Ein eher spiritueller Empowerment-Ansatz, wie bei Yasmine González. Und ein eher fakten- und datenbasierter Ansatz, wie bei Autorinnen, die die strukturelle Unsichtbarkeit von Frauen in Daten, Studien und Institutionen dokumentieren. Beide haben dasselbe Ziel. Frauen sollen souveräner, freier und bewusster entscheiden. Aber sie wählen sehr unterschiedliche Wege dorthin. González versus datenbasierte Feministinnen. Lass uns das an zwei Polen aufziehen. Pol 1. Spiritueller Feminismus, Intuition als Machtquelle. Autorinnen wie Yasmine González arbeiten stark mit Symbolik. Wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Also ErbInnen einer unterdrückten, aber nie ausgelöschten weiblichen Weisheit. Hier steht im Zentrum die Rückbindung an die eigene Intuition. Das Wiederentdecken einer inneren Stimme, die durch Patriarchat, Leistungslogik und Anpassungsdruck überdeckt wurde. Spiritualität als Selbstermächtigung. Ich vertraue mehr meiner inneren Wahrheit als äußeren Normen. Intuition wird hier fast wie ein Sinnesorgan verstanden, das wieder aktiviert, trainiert, geehrt werden will. Pol 2. Datenbasierter Feminismus. Unsichtbarkeit sichtbar machen. Auf der anderen Seite stehen Autorinnen, die mit Daten, Studien und historischen Beispielen zeigen, wie Frauen systematisch unsichtbar gemacht wurden. In Medizin- und Pharmastudien, in Stadtplanung, in Geschichtsschreibung, Wissenschaft, Kanonbildung. Hier lautet die Botschaft: Vertraue deinem diffusen Unbehagen und dann überprüfe es an den Strukturen. Wenn du das Gefühl hast, irgendwas hier stimmt nicht, dann kannst du es wissenschaftlich belegen. Frauen werden in Statistiken, Planungen, Studien tatsächlich oft nicht mitgedacht. Spannend, beide Ansätze starten mit einem inneren Gefühl, einer Irritation, einem Bauchgefühl und gehen dann in sehr unterschiedliche Richtungen weiter. Brücke. Methoden, die Spiritualität und Wissenschaft verbinden. Jetzt zur eigentlichen Frage. Wie kann man Intuition ernst nehmen, ohne in Aberglauben abzurutschen? Und wie kann man Wissenschaft ernst nehmen, ohne den eigenen inneren Kompass zu verlieren? Hier sind 4 methodische Brücken, die du dir merken kannst. 4.1 3-Schritte-Logik. Wenn du das wissen willst, musst du das tun. Eine Idee, die aus integralen Ansätzen kommt. Erkenntnis besteht aus 3 Strängen. Erstens, Injunktion, Praxis. Wenn du X wissen willst, tue X. Beispiel, wenn du wissen willst, wie sich Meditation auswirkt, musst du tatsächlich meditieren. Nicht nur darüber lesen. Zweitens, Erfahrung, Experiment. Du machst die Praxis und beobachtest, was geschieht. Drittens, Abgleich, Dialog. Du vergleichst deine Erfahrung mit der anderer Praktizierender. Übertragen auf Intuition. Du etablierst eine konkrete Praxis, zum Beispiel Journaling, stille Entscheidungsexperimente, Körperwahrnehmung. Du beobachtest systematisch, was führt zu besseren Entscheidungen. Du tauschst dich aus und überprüfst, ist das nur mein persönlicher Bias oder ein Muster, das andere ebenfalls erleben? So wird Intuition nicht abgeschafft, sondern methodisch begleitet. 4.2 Verfremdungsmethode. Perspektivwechsel als Selbsterkenntnis. Ein zweiter Ansatz ist die Methode der Verfremdung. Du betrachtest deine eigenen Überzeugungen aus einem völlig anderen Blickwinkel, um sie klarer zu erkennen. Konkret: Du erzählst deine intuitive Einsicht so, als würdest du sie jemandem erklären, der dir radikal widerspricht.
Oder du setzt deine Intuition in einen anderen Kontext. Was wäre, wenn ein Mann, eine Person anderer Kultur, eine KI, eine Historikerin des Jahres 2100 diesen Impuls bewertet? Dadurch erkennst du, wo deine Intuition vielleicht an kollektive Prägungen gekettet ist, wo aber tatsächlich ein authentischer Kern bleibt, der sich selbst im Perspektivwechsel behauptet. 4.3 Komplementärdenken. 2 Wahrheiten, eine Realität. Philosophisch interessant ist die Idee, Spiritualität und Wissenschaft als komplementäre Wege zur Wahrheit zu betrachten. Wissenschaft beschreibt die Welt in nachvollziehbaren Modellen mit Methoden, die intersubjektiv überprüfbar sind. Spiritualität beschreibt Erfahrung von Sinn, Tiefe, Verbundenheit. Etwas, das sich nicht vollständig in Formeln und Datensätzen auflösen lässt. Das Entscheidende ist, nicht jede Frage, die du dir stellst, ist eine wissenschaftliche Frage, aber jede spirituelle Einsicht darf von wissenschaftlicher Redlichkeit profitieren. Oder zugespitzt, Glaube ohne Wissenschaft wird schnell Aberglaube. Wissenschaft ohne irgendeine Form von Innerlichkeit wird schnell zynisch. Für deine Inhalte heißt das, du kannst Intuition sehr ernst nehmen, solange du transparent machst, wo du aus Erfahrung sprichst und wo aus überprüfbaren Fakten. 4.4 Intuition als Hypothesengenerator. Eine sehr elegante Versöhnung lautet: Intuition ist nicht das Ende des Denkens, sondern der Anfang. Deine Intuition sagt, hier stimmt etwas nicht oder hier zieht mich etwas hin. Wissenschaft, kritisches Denken, feministische Theorie helfen dir, daraus eine Hypothese zu machen und sie zu prüfen. Beispiel: Intuition. Ich habe das Gefühl, mein Körper kommt in der Medizin nicht vor. Forschung. Du schaust dir an, wie wenige Medikamente an Frauen getestet wurden, wie oft weibliche Symptome als psychisch abgetan werden. Ergebnis: Deine Intuition war ein sehr wertvoller Frühindikator. Die Daten bestätigen sie. Intuition ist damit weder unfehlbar noch irrelevant. Sie ist der erste Hinweis, nicht das letzte Wort. 5. Fazit: Call to Action. Wenn du Spiritualität und Wissenschaft nicht als Feinde, sondern als Team begreifst, passiert etwas Spannendes. Deine Intuition wird schärfer, weil du lernst, sie zu beobachten, zu prüfen und zu verfeinern. Deine Faktenliebe wird menschlicher, weil du nicht in Zahlen stecken bleibst, sondern fragst, was macht das mit mir, mit uns, mit unserem Leben? Wenn du möchtest, kann ich in einem nächsten Video konkrete Übungen vorstellen. Zum Beispiel ein 5-Schritte-Modell, wie du deine Intuition trainierst und sie dann mit Fakten, Studien und feministischer Analyse abgleichst. Schreib mir in die Kommentare. Wie erlebst du deine Intuition? Eher als gute Verbündete oder als chaotische Stimme? Und in welcher Situation lag dein Bauchgefühl schon einmal völlig richtig, gegen alle äußeren Meinungen? Wenn dir diese Verbindung aus Spiritualität und wissenschaftlicher Reflexion gefällt, lass gerne ein Abo da und teile das Video mit jemandem, der gerade vor einer großen Entscheidung steht.